Hallo Jäger, ja, wir machen jetzt hier beim Bunsi auf der Schießbahn in den Bergen ganz spontan einen kleinen Gun-Talk. Genau. Weil wir haben hier eben gerade ein Gespräch gehabt und wir haben ja über Jagd total, über was das ist, wie es begonnen hat, wo wir noch hinwollen, was Jagd total überhaupt bedeutet, haben wir viel gesprochen. Und ja, das Gespräch war im Grunde so konstruktiv und kreativ, dass ich gesagt habe, da machen wir jetzt mal ein Video raus. Und ja, wir haben, sind ja hier auf der Long Range Bahn und das war im Grunde auch der Grund. Der Kanal oder was wir machen heißt Jagd total und wir sind ja nun von Hause aus Jäger, ja. Genau. So, und es dreht sich alles um Jagd, aber wir sind eben auch hier über den Bunsi zum Long Range Schießen zu kommen. Und dann haben wir überlegt, ja, ist Long Range Schießen überhaupt, kann man das überhaupt mit Jagd verbinden, ja? Und wir haben natürlich überlegt, das ist auf der einen Seite ein Schießsport, aber wir sind auch sehr schnell zu Erkenntnissen gekommen, die positive Effekt haben auf die Jagd. Und vielleicht kannst du das einfach mal kurz... Ja, das wäre einfach auch, also ich sag mal, als es ja anfing, war das ja wirklich noch unter dem jagdlichen Aspekt nur, aber es ist ja auch Jagd total. Ne? Und total beinhaltet für uns, es hat ja so viele Facetten. Ne? Und wir sind ja in dem Sinne, das wächst ja alles immer weiter auch, würde ich sagen. Ne? Das ist ja nicht eine Sache, wir versuchen ja nicht stehen zu bleiben, sondern immer mehr zu machen. Und alles, wir sind ja auch begeistert, alles, was mit Jagd zu tun hat. Und das ist ja nun mal das Schießen auch. Und ich denke, da ist es halt auch so, dass der Schießsport, der sportliche Aspekt da, hat aber auch dazu geführt, dass wir im Endeffekt, ich will mal sagen, ganz vorsichtig, dass wir auch bessere Jäger geworden sind dadurch. Definitiv. Ne? Denn es ist ja wichtig, dass wir das Handwerk, was wir ausüben, also die Jagd, dass man das in dem Sinne ja auch so gut wie möglich macht. Und das beinhaltet ja für mich persönlich und für dich ja, glaube ich, auch einfach das präzise Schießen, dass wir auf das Wild, das wir schießen, das wir bejagen, dass wir da einfach viel sicherer sind. Ne? Ja. Also wir sind sicherer und wissen, was wir genau da tun. Und das macht ja dann auch irgendwo Spaß. Ne? Also das gibt ja auch viel, wenn man einfach dann das, was man macht, gut macht. Ne? Und da kommt so dieses Sportliche. Sicherlich, wir jagen nicht jetzt hier auf 1000 Meter oder sowas. Aber auch, wenn ich unterbrechen darf, Long Range Hunting. Ja, gibt's auch, klar. Gibt es auch, machen wir nicht. Ist in Deutschland, sage ich mal, für jetzt hier die deutschen Jäger natürlich eher so moralisch, oh mein Gott, das ist nicht weitgerecht oder was auch immer. Richtig. Ich sehe das mittlerweile anders. Man kann durchaus auch weit auf Wild schießen, wenn man das beherrscht. Ja, man kann ja über den Tellerrand hinaus gucken einfach auch. Ne? Man muss ja nicht immer in seiner kleinen Blase sitzen, sondern und das ist ja genau das, was wir auch versuchen. Ne? Ich meine... Deswegen sind wir auch dazu gekommen, deswegen heißt das ja auch Jagd total. Ja? Weil Jagd total, ich habe das damals oder am Anfang so genannt, weil ich mich von vornherein nie einschränken wollte. Genau. Ja? Ich wollte eigentlich immer einen offenen Mind haben, um Dinge zu machen. Ja? Eben nach Namibia zu kommen oder auch wir waren schon mal in Neuseeland, also Dinge zu machen, die einen irgendwie weiterbringen. Richtig, ja? richtig. Und wie du sagst, das Schießen und das Schießtraining, ja, Long Range Schießen ist eine sportliche Sache, eine separate, aber die hat mich definitiv zu einem besseren Jäger gemacht, denke ich, weil ich einfach viel besser schieße. Das heißt nicht, dass ich hier unfehlbar bin, aber wir investieren so viel Zeit und so viel Geld, um diese Fähigkeit permanent weiterzuentwickeln und wir suchen ja auch immer die Herausforderung. Natürlich. Und das ist ja für mich auch noch wichtig, denn ich sage, die Jagd ist ja super interessant, das macht super viel Spaß, aber der Schießteil sollte auch Spaß machen einfach. Ich finde, Schießen macht Spaß und das kann man eigentlich auch ganz offen und ehrlich so sagen. Ja, absolut. Ich, ne? Schießen macht Spaß und je mehr man schießt, desto besser wird man auch einfach. Ne? Und das haben wir ja über die Jahre gesehen. Ja. Ich meine, ich bin, denke ich mal, besser geworden und ich bin auch, wie du schon so schön sagst, keiner ist unfehlbar. Ja. Wir sind nicht jetzt perfekt oder so, aber wir entwickeln uns auch immer weiter und lernen immer noch Sachen dazu und machen und tun. Ne? Und das macht aber wiederum, dass wir das dann letztlich auf der Jagd auch nutzen können. Ja. Ne? Und das macht uns zu sichereren und besseren Jägern. Absolut, ja. Und ich meine, jeder ist für seinen Schuss verantwortlich. Long Range Hunting, gerade eben angesprochen. Wir machen das ja nicht. Ja? Nein, also ich habe im Grunde Long Range Hunting in Neuseeland, aber es gibt ja durchaus Situationen jagdlich, da musst du einfach weiter schießen, wenn du Erfolg haben willst. Ja? Und das kannst du nur machen, wenn du es beherrschst. Genau, wenn du es übst. Sonst ist es nicht weitgerecht. Richtig, absolut. Und deswegen darf man, denke ich mal, meiner Meinung nach keinen verurteilen, der das macht, wenn der genau weiß, was er da macht. Ja. Ne? Und ich denke, vielleicht, das wird bei uns wahrscheinlich auch nochmal kommen. Also wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir auch vorhaben und so. Und da wird es schon mal sein, dass wir auch ein bisschen weiter auf Jagd gehen in dem Sinne. Das heißt, weiter auf Wild schießen. Ja. Aber
das ist ja so eine Moralsache, die man selber vertreten muss, wo man sagt, okay, wir machen aber nur etwas, wo wir uns eigentlich sicher sind, dass es funktioniert. Genau. Ne? Ich meine, das heißt nicht, dass nicht mal was passieren kann, denn ich kenne sehr viele Situationen, wo man auf normale jagdliche Entfernung geht und wo auch etwas passiert. 100, 150 Meter. Wo schlechte Schüsse produziert werden, wo Nachsuchen kreiert werden. Und das ist für mich dann kein Argument, dass nur weil einer jetzt auf 200, 300 Meter oder 400 Meter oder auch mal 500 Meter meinetwegen schießt, dass der deswegen per se ein schlechterer Jäger ist. Ja. Dass man sagt, nee, wie kann man das machen? Das ist ja schon die Voraussetzung, dass etwas nicht funktioniert oder schief gehen muss. Und das stimmt eben nicht. Ne? Weil deswegen trainieren wir das halt auch. Ich glaube auch, je mehr, also mir geht's so, je mehr ich mich mit Schießen und insbesondere eben mit Weitschießen und Präzisionsschießen auf weite Entfernung beschäftige, desto bewusster schieße ich auf Wild. Genau. Ja? Und auch viel konzentrierter und gerade jetzt, ne, wenn ich einen Weitschuss machen würde gerade dann will ich natürlich keinen Scheiß bauen, weil dann kommen natürlich die Leute und sagen, siehste. Ja, ganz genau. Also ich glaube, wir gehen dann noch bewusster dran und noch vorsichtiger und noch erfolgsorientierter, wie auch immer. Ganz genau. Ja, also das zum Thema Schießen, und deswegen auch Jagd total. Im Grunde wird es immer einen Teil geben mit Schießen und auch Long-Range-Schießen, insbesondere beim Bunsi hier, weil wir sind hier auf der Schießbahn, dieser Wettkampfbahn. Genau. Und ich kann es nur jedem Jäger empfehlen, kommt hier zum Bunsi und nutzt diese geniale Gelegenheit, hier Schießtraining zu machen. Alleine, wenn man hier 1 oder 2 Wochen ist. Ja, das bringt einem so viel, wie man es oder wie ich es in 10 Jahren in Deutschland nicht gelernt habe als Jäger. Ja, also wenn ihr Interesse habt hier, ich mache jetzt mal spontan Werbung, das war jetzt so gar nicht so geplant, eigentlich. Aber ich sage das einfach aus voller Begeisterung und Überzeugung. Ja. Neben dem Spaß. Genau. Ja, und man hat halt hier die Möglichkeiten. Ne? Also ich bin auch dafür, dass man, selbst wenn man in Deutschland ist, trainiert und übt und so oft wie möglich auf den Schießstand geht und auch einfach übt. Aber ich sag mal, wenn man natürlich hier ist, hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten und Freiheiten, das nochmal zu trainieren und zu üben. Ne? Ja. Und ich glaube, viele Jäger, die haben auch wirklich ein Interesse, das zu machen. Ja. Und viele Jäger werden dann auch zu regelrechten Sportschützen. Ja? Aber wie gesagt, Jagd total, es ist ein fließender Übergang. Genau. Und wie man das für sich selber als Jäger akzentuiert, also sprich Long-Range Hunting oder eben nicht macht, oder ob man das macht, ob man auf 1000 Meter schießt, wenn man es kann, soll man es machen. Ich würde es jetzt aktuell nicht machen, weil 1000 Meter ist natürlich ein bisschen sehr viel, da ist Wind und so weiter, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden, verantworten und auch leben, und es soll, unterm Strich macht man es ja für sich, um Spaß zu haben, um etwas zu erleben und so weiter. Und ich denke mal in Kombination Jagen, Schießen, dann hier in Namibia auf der Schießbahn. Es ist ein Traum. Ja? Es ist einfach genial und ihr seht das in den Videos, wir haben immer so viel Spaß. Und wenn ihr mal die Entwicklung, auch meine persönliche Entwicklung, ich gebe euch einen Tipp, schaut mal ein paar Videos von vor ein paar Jahren. Ganz am Anfang, ja. Die Haare sind noch ein bisschen dunkler und der Bunsi ist auch noch ein bisschen jünger. Richtig. Aber das ist schon enorm, was man so mit der Zeit halt machen kann. Und gerade beim Schießen, es bleibt spannend. Ja. Wir bleiben mit Jagd total am Ball für euch. Also im Grunde machen wir die ganzen Videos für euch. Ja. Aber alles filmen wir auch nicht. Wir haben auch manchmal einfach nur Spaß für uns. Natürlich, klar. Aber heute wird noch mal geschossen. Und im Hintergrund sieht man ein paar Bahnen, 1000, wie viel Meter? Ja, bis 1036, 1275. Also ist hier eine 1275, 1275 ist hier auch, ja. Also 1275 Meter. Genau. Dann werden wir die gleich mal hier mit der 300 PRC angehen. Richtig. Ja, würde ich sagen, das war's Sinne. mit dem Gun Talk. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Richtig. Jetzt wird geschossen. Geil. Cool, ne? Sauber. Jetzt haben wir wieder 10 Minuten gelabert, ne? Wahrscheinlich, ne?